Der Entwickler-Livestream zum Microsoft Flight Simulator hatte nicht nur SimUpdate 2 und 3 zum Schwerpunkt, sondern auch viele weitere interessante Themen. In diesem Video fasse ich wie gewohnt alles kompakt einmal zusammen und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Durch die Veranstaltung moderierte wie immer Jane, außerdem wie gewohnt dabei waren Jörg und Sepp. Martial fehlte dieses Mal, stattdessen war Chris von Working Title mit dabei. Einen Special Guest gab es im weiteren Verlauf auch noch, dazu später mehr. Nach einem fetten Dankeschön an die Community ging es direkt über zu SimUpdate 2. Dieses wurde kürzlich an alle User offiziell ausgerollt und ich möchte in diesem Video auch an 2 bis 3 Stellen meine persönlichen Erfahrungen im Umgang mit dem Microsoft Flight Simulator mit euch teilen. So hatte ich beispielsweise auf Xbox Series X nach der Installation von SimUpdate 2 die Hoffnung, die Karriere endlich vernünftig starten zu können. Aber ihr seht hier auch sofort selbst, so richtig funktioniert das tatsächlich noch nicht. Die Ladezeit von über 1,5 Minuten bis zu diesem Punkt hier erspare ich euch an dieser Stelle selbstverständlich und kürze das entsprechend raus. Am Ende habe ich das mit der Karriere dann sein lassen, denn so richtiges Vertrauen in die Missionen und dass diese am Ende dann auch funktionieren nach aufwendiger Absolvierung möchte sich bei mir aktuell noch nicht breit machen. Ein weiteres Beispiel: Im freien Flug lässt sich das EFB in der Planung mit dem Controller nicht steuern. Wie erwähnt, alle Aufnahmen hier stammen von Xbox Series X. Na klar, ich kann hier jederzeit eine Maus anschließen und dann funktioniert das auch und ich persönlich komme damit auch zurecht. Aber jemand, der neu ist und das Ganze erstmalig ausprobiert, weil er den Flight Sim im Game Pass entdeckt hat, den wird man mit genau diesen Umständen vermutlich relativ schnell wieder verlieren und auch dem Rest kann man nicht wirklich schlüssig erklären, weshalb auf Konsole ein so elementarer Bestandteil wie das EFB sich 6 Monate nach Release auf Konsole nicht mit dem Standardzubehör bedienen lässt. Ich empfehle jedem Konsolen-User zusätzlich eine Maus anzuschließen und das seit Jahren. Wer meine Inhalte verfolgt, der weiß das. Aber ihr merkt schon, mir geht es hier ein bisschen ums Prinzip und eben um diejenigen, die ausschließlich mit dem Controller unterwegs sind. Und hier sollte es meiner Einschätzung nach einfach keine Einschränkungen geben. Das ist seitens der Entwickler auch sicherlich so nicht gewünscht. Aber es funktioniert halt aktuell nicht und deshalb spreche ich das so deutlich an. In der Zwischenzeit habt ihr sicherlich verfolgt, wie lange es dauert, bis sich auf der Weltkarte aktuell die Welt aufbaut und nach wie vor muss man dem Ganzen Zeit geben, bis alle Texturen geladen sind. Noch eine Ergänzung zum EFB, denn der ein oder andere könnte sich vielleicht vorstellen, dass das dann vielleicht im Flugzeug mit dem Controller funktioniert. Das ist leider nur bedingt der Fall. Nimmt man es aus der Halterung, funktioniert es überhaupt nicht. Lässt man es in der Halterung, kann man die Knöpfe und alles andere eigentlich bedienen. Man muss jedoch immer darauf achten, wie die Kameraausrichtung ist, denn sobald sich hinter dem EFB im Klickbereich ein Knopf befindet, wird dieser statt der Funktion am EFB aktiviert. Und das kann dann schon mal ein bisschen unvorteilhaft sein. Also, SimUpdate 2 ist da, ja, und vieles wurde besser, aber gerade auf Konsole fehlen mir nach wie vor wichtige Dinge. Und damit zurück zum weiteren Verlauf der Veranstaltung. Im nächsten Punkt ging man ganz kurz auf GeForce Now ein, da man ab sofort auch darüber mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 abheben kann. Als nächstes warf man einen kurzen Blick auf die bis dahin aktuelle Roadmap, welche sich im Laufe der Veranstaltung um weitere Punkte ergänzen wird. Am Ende werfen wir einen erneuten Blick darauf und bis dahin sehen wir uns die Details an, die dazukommen. Auch die Q&A, also die Frage- und Antwort-Parts, dürfen natürlich heute nicht fehlen. Und so starten wir hier mit Teil 1. Auf alle Fragen einzugehen würde hier wie immer den Rahmen sprengen. Die wir uns jetzt hier herausgreifen, sind mit dem Heißluftballon gekennzeichnet. Und so können wir hier beispielsweise festhalten, dass das Thema Peripherie und deren Konfiguration weiter vereinfacht werden soll. Viele User empfinden das nach wie vor als zu umfangreich und zu kompliziert. Im nächsten Punkt ging es darum, ab wann es möglich sein wird, Inhalte wie beispielsweise Flugzeuge komplett herunterladen und lokal speichern zu können. Dies wird ab SimUpdate 3 der Fall sein und da das Ganze mit der SimUpdate 3 Beta bereits funktioniert, habe ich nachher noch ein paar Details dazu für euch. Microsoft Asobo war im vergangenen Jahr fester Bestandteil der Flight Sim Expo und für viele ein fester Anlaufpunkt im Zuge der Themen rund um die Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulator 2024. In diesem Jahr wird Microsoft Asobo nicht Teil der Flight Sim Expo sein. Diese findet vom 27. bis zum 29. Juni statt. Im Rahmen dessen wird es jedoch die ein oder andere Veröffentlichung geben und so ist beispielsweise für den 27.06. das nächste City Update Nummer 11 geplant. Einer der Inhalte ist dann unter anderem das Gebiet rund um den Veranstaltungsort der Flight Sim Expo.
Und dann ging es in einem größeren Teil seit langer Zeit und wie ich finde erfreulicherweise einmal wieder um den Microsoft Flight Simulator 2020. Denn hier ist für das kommende Sim-Update Nummer 16 die Veröffentlichung für den 1.7.2025 geplant. Wer möchte, kann sich über die aktuell bereits laufende Beta ein erstes Bild davon machen und sich hier somit aktiv mit einbringen. Beispielsweise wird es so sein, dass der 2020er zukünftig die gleichen Weltdaten nutzt wie der 2024er. Hier seht ihr ein paar Vergleichsbilder. Rechts oben erkennt ihr immer die jeweilige Version. Das Kürzel AAU3 steht dabei für das Aircraft und Avionik Update Nummer 3 im Microsoft Flight Simulator 2020, also für den Stand vor Sim Update 16, SU16 dann selbstredend für das Sim Update Nummer 16 und auch ein Vergleich mit dem 2024er ist zu sehen. Hier habe ich das Ganze einmal auf Zeitlupe gestellt, da das nur sehr kurz eingeblendet wurde. Vorgestellt wurde alles rund um Sim Update Nummer 16 für den Microsoft Flight Simulator 2020 vom Special Guest Lionel Fuentes von Asobo Studio. Wer sich die Veranstaltung im Übrigen noch einmal komplett reinziehen möchte, der Link zur Aufzeichnung des Entwickler-Livestreams befindet sich in der Videobeschreibung. Auch an der Namensgebung soll eine kleine Änderung vorgenommen werden, da die bis dahin aktuelle scheinbar teilweise für Verwirrung gesorgt hat. Und so wird zukünftig beim Microsoft Flight Simulator 2020 das 2020 hinten in Klammern angeführt. Viele von uns hatten im 2020er viel Spaß mit den sogenannten Bush-Trips. Und genau um diese ging es hier unter anderem im nächsten Q&A-Teil. Denn im 2024er fehlen die Bush-Trips nach wie vor und genau das wurde angefragt. Diese sind auch fest eingeplant für den 2024er. Man äußerte sich jedoch dahingehend, dass diese nicht vor Sim Update 4 oder vielleicht sogar erst 5 kommen werden. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Frage, ab wann wir im 2024er in der Karriere bzw. auch in den Missionen mit Fluggeräten von Drittentwicklern rechnen dürfen. Und hierbei gibt es eine wichtige Grundvoraussetzung zu beachten. Denn damit ein Fluggerät eines Drittentwicklers in der Karriere bzw. in Missionen funktioniert, muss es zwingend über den InSim-Marktplatz des Microsoft Flight Simulator erworben worden sein. Denn nur darüber kann Microsoft absolut sicherstellen, durch unterschiedliche Überprüfungsverfahren, dass das Fluggerät auch tatsächlich dann in den Missionen bzw. in der Karriere funktioniert. Inhalte, die ihr beispielsweise vom Drittentwickler direkt von der Homepage kauft oder anderen Wiederverkäufern, werden Stand jetzt in der Karriere bzw. in Missionen nicht funktionieren. In der Folge stellte man dann noch unterschiedliche Tools vor, die die Entwickler aktuell nutzen können und dann ging man direkt über zu einem weiteren wichtigen Thema. Let's talk about Sim Update 3. Genau, denn hier läuft aktuell die Beta. Der Release ist für den Juli geplant und hier wird es die Neuerung geben, dass man Inhalte komplett herunterladen und lokal speichern kann. Und das kann man aktuell in der besagten Beta bereits antesten, sowohl am PC als auch auf Xbox. Auf Microsofts Spielekonsole ist dabei, zumindest Stand jetzt in der Beta, zu achten, dass die Inhalte, die heruntergeladen werden, auf dem gleichen Datenträger sein müssen wie die Simulation selbst. Wer also neben dem internen Speicher beispielsweise auch mit einer Speicherkarte zusätzlich arbeitet, muss auf diesen Punkt achten. Vielen Dank an dieser Stelle an Wolle Terminator aka Dirk, der aktuell sehr viel auf Xbox innerhalb der Sim Update 3 Beta testet und seine Erfahrungen am Andiana TV Discord mit der Community teilt. Im nächsten Teil der Veranstaltung ging es weiter mit dem nächsten Q&A-Part. Dieser hatte den Schwerpunkt Marktplatz. Woran unbedingt gearbeitet werden muss, ist die Geschwindigkeit, mit der Inhalte von Drittentwicklern, die eingereicht wurden für den Marktplatz, letztlich darauf veröffentlicht werden. Auf den Entwicklerseiten selbst bzw. in anderen Shops sind die Inhalte veröffentlicht und am InSim-Marktplatz erst Wochen später. Woran ebenfalls gearbeitet wird, ist die Verbesserung der Darstellung am Marktplatz. Aktuell muss man beispielsweise die Maus über eine Kachel bewegen, um herauszufinden, wer der Entwickler des Inhaltes ist. Dies wirkt sich auch negativ auf die Darstellung der Entwickler im wöchentlichen Entwickler-Update aus und auch hier soll nachgebessert werden.
Im nächsten Part ging man auf die Möglichkeiten ein, Inhalte zu mieten bzw. diese auch zu verschenken. Beim Mieten wird es beispielsweise möglich sein, 1, 3 oder 7 Tage sich den Inhalt zu mieten. Währenddessen oder auch ein paar Tage danach, über welchen Zeitraum man hier spricht, wurde bisher nicht erwähnt, kann man den Inhalt dann kaufen und der bereits geleistete Mietbetrag wird dann voll angerechnet. Kauft man nicht, wird der geleistete Mietbetrag selbstverständlich nicht rückerstattet. Außerdem wurde noch auf den Top-Rated Aircraft Sale hingewiesen, der aktuell am InSim-Marktplatz läuft. Werfen wir doch einfach einmal einen Blick auf den InSim-Marktplatz im Microsoft Flight Simulator 2024, in diesem Fall auf Xbox Series X. Naja, besonders smooth läuft das Ganze leider nicht. Und ja, meine Internetleitung ist schnell genug und alle Einstellungen passen. Am PC läuft das Ganze wesentlich flüssiger. Die Möglichkeit, Inhalt zu mieten, wurde mir zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos bisher noch nicht angeboten. Und bis man etwas verschenken kann, soll ohnehin noch etwas Zeit vergehen. Was ebenfalls noch Zeit beansprucht, ist die Umsetzung insbesondere der Famous Flyer und Local Legends. Das dauert meiner Einschätzung nach gerade für User, die sich seinerzeit für die Aviators Edition entschieden haben, viel zu lange. Was mir während meiner Aufnahmen zu diesem Video noch aufgefallen ist, ist folgendes. Wir befinden uns hier im Microsoft Flight Simulator 2020 am Marktplatz und werfen einen Blick auf Fluggeräte aus dem Top-Rated Aircraft Sale. Am Beispiel dieser Maschine hier sehen wir, dass sie als Teil des Sales reduziert ist. Auch die Bronco hier beispielsweise ist im Preis reduziert von 32,19 auf 22,19. Das behalten wir jetzt einfach mal im Hinterkopf und gehen in den Marktplatz des 2024ers und dort in den Top-Rated Aircraft Sale. Und hier ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass nur ganz wenige Fluggeräte eine Rabattierung haben. Das sind so gut wie überall Standardpreise und so auch beispielsweise bei der Bronco. Mit 32,19 € und auch die Sierra C24R wird ohne Rabatt dargestellt und würde so auch gekauft werden. Das genau gleiche Flugzeug vom gleichen Entwickler, 1:1 identisch, könnte ich mit meinem Account jetzt im 2020er vergünstigt kaufen und hier im 2024er entsprechend abrufen. Klar, der Preis müsste im 2024er der gleiche und das kann auch nur ein Fehler sein, aber das sollte während so einer Rabattaktion natürlich nicht passieren und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wenn du dieses Video hier siehst, der Fehler bereits behoben ist. Was hier nun auf den Bildern zu sehen ist und von Chris Burnett etwas näher erklärt wurde, ist die kommende Expert Series Nummer 2, die Embraer 600. Ein genaues Release-Datum gibt es für die Maschine noch nicht, sie soll aber noch in diesem Jahr kommen. Dafür gibt es ein genaues Release-Datum für das Make Good Aircraft Nummer 3, die Piper PA28236 Dakota. Entwickelt wird die Maschine in Zusammenarbeit mit Carenado, Release-Datum 27. Juni, also gemeinsam mit dem City Update Nummer 11 und zum Start der Flight Sim Expo. In der Roadmap wird die Maschine aufgeführt als Famous Flyer Nummer 12 und im Rahmen der Wiedergutmachungsaktion für alle User kostenlos sein. Außerdem taucht in der jetzt aktualisierten Roadmap das City Update Nummer 11 entsprechend auf und ganz unten das Sim Update Nummer 3, das für den Juli 2025 anvisiert ist. Wie erwähnt, die Beta läuft bereits und jeder kann daran teilnehmen. Ihr seht schon, man hat hier einiges vor und gerade die letzten 14 Tage waren hier sehr dynamisch mit dem Release von Sim Update 2 aus deren Beta heraus, direkt rein in die Sim Update 3 Beta und auch im 2020er ist mit der Sim Update 16 Beta einiges geboten. Dennoch war es mir wichtig, mit diesem Video auch Dinge kritisch zu hinterfragen, gerade im 2024er auf Xbox. Wenn du Fragen oder Ergänzungen hast, nutze bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video und für einen permanenten Austausch innerhalb der Community findest du den Link zum Discord unten in der Videobeschreibung. Däumchen und Abo an dieser Stelle bitte wie immer nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus.